Hallo und herzlich willkommen zu Inside AI. Heute möchte ich euch einfach einen kleinen Einblick geben, wie ich KI in meinem Arbeitsalltag einsetze. Ja, ich bin auf die Idee gekommen, dieses Video zu machen, indem ich tatsächlich mir selber ein Video angeschaut habe, in dem Anjay Karpathy vorstellt, wie er KI, insbesondere LLMs wie ChatGPT und andere, für sich in seinem Leben, in seinem Alltag einsetzt. Ja, und Anjay Karpathy, das ist ein KI-Wissenschaftler, der unter anderem bei Tesla und auch bei OpenAI gearbeitet hat, der also tatsächlich sehr viele Einblicke auch darin hat, wie diese Systeme funktionieren und trainieren. Und der macht seit geraumer Zeit tatsächlich auf YouTube auch Videos, wo er die Mechanismen hinter diesen KI-Modellen erklärt. Und in seinem neuesten Video stellt er tatsächlich vor, wie er in seinem Arbeitsalltag und in seinem Leben allgemein KI einsetzt und was es da auch zu beachten gibt. Ich kann euch dieses Video wärmstens empfehlen. Wir verlinken das auch in den Kommentaren. Ich werde heute gar nicht so sehr auf die grundlegenden Mechanismen eingehen. Dafür haben wir schon relativ viele Videos in der Vergangenheit gemacht, die ihr euch natürlich auch gerne anschauen könnt. Aber schaut euch auf jeden Fall das Video auch von Anjay Karpathy an, weil er das wirklich auf eine sehr, sehr gute und nachvollziehbare Weise darstellt. Und ich möchte einfach heute ganz locker zeigen, was KI in meinem Arbeitsalltag bedeutet, wie ich KI einsetze, wo ich tatsächlich großes Potenzial sehe und wo das Ganze vielleicht auch noch nicht so gut funktioniert. Und als erstes möchte ich das Thema Recherche ansprechen. Also KI-basierte Recherche ist insbesondere in den letzten Monaten tatsächlich immer einfacher und auch immer besser geworden. Es gibt da viele verschiedene Anbieter in dem Themenbereich. Perplexity war eines der ersten Unternehmen, die sich tatsächlich auf das Thema Kombination mit Suche und Sprachgenerierung über LLMs beschäftigt haben. Mittlerweile bieten OpenAI und auch andere Anbieter das in ähnlicher Form an, auch Google natürlich. Und ich mache mir das Ganze zunutze, indem ich Themen recherchiere, die ich beispielsweise für die Arbeit benötige. Wobei ich dazu betonen muss, dass man natürlich immer diese Quellen, die dann auch angegeben werden, überprüfen sollte. Ich habe nämlich tatsächlich auch Beispiele aus der Vergangenheit, wo diese Systeme dann falsche Schlüsse ziehen und dementsprechend auch falsche Ausgaben eingeben. Aber ein Beispiel, das ich zeigen möchte, was ich tatsächlich in der Vergangenheit häufig genutzt habe, ist, wenn Leute nach einem Lebenslauf von mir gefragt haben, beispielsweise weil ich irgendwo eine Präsentation halten sollte, dann bin ich mittlerweile tatsächlich dazu übergegangen, anstatt immer meinen Lebenslauf zu aktualisieren, eine Perplexity-Suche über mich selber durchzuführen und diesen Link dann zu teilen, weil zumindest bei mir die Informationen eigentlich bisher immer korrekt waren und sehr gut das Ganze verdichtet dargestellt haben. Wir können das einmal hier ausprobieren. Ich google also quasi meinen eigenen Namen, beziehungsweise in diesem Fall nutze ich Perplexity. Ich plexe also mich selber. Und dann schauen wir einmal, was dabei rauskommt. Also mein Name ist natürlich jetzt kein Wald- und Wiesenname, sodass es nicht so viele Leute auf der Welt gibt, die Tommy Falkowski halten. Das kommt natürlich hier zugute. Wenn man jetzt Hans Müller heißt, kann ich mir vorstellen, dass die Ergebnisse natürlich deutlich schlechter sind, beziehungsweise dann müsste man natürlich deutlich spezifischer angeben, nach wem man sucht. Aber wir können uns einmal anschauen, ob das Ganze denn jetzt auch hier auch stimmt. Also, wir sehen, Strategic Manager, Fraunhofer IEM, stimmt, das war bis vor kurzem tatsächlich meine Bezeichnung. Ich werde als Experte im Bereich der KI und auch der Anwendung in der Industrie bezeichnet. Das tatsächlich taucht erst seit einigen Monaten in der Suche auf und ist natürlich nicht zuletzt dem geschuldet, dass ich diese YouTube-Videos mache. Denn Perplexity wie auch andere Anbieter, die durchsuchen nicht nur textbasierte Inhalte, sondern zum Beispiel auch YouTube-Transkripte, in denen dann solche Dinge enthalten sind. Und wie wir sehen können, Fotos werden verlinkt, auch einige Fotos, auf denen ich nicht dargestellt bin, sondern eine andere Person. Das passiert bei einer Google-Bildersuche natürlich aber auch. Und wir können hier im Prinzip sehen, dass auch YouTube-Videos von mir verlinkt sind. Dann schauen wir doch mal, ob das alles auch so stimmt, was Perplexity mir ausgibt. Ja, ich habe auf der Hannover Messe 2024 einen Vortrag gehalten, das ist richtig. Autonome Systeme habe ich an einer Studie mitgewirkt vor mehreren Jahren, das passt also auch. Auch die Tatsache, dass ich gerade zu Beginn meiner Karriere mich mit dem Thema Interconnected Devices, auch MID genannt, beschäftigt habe, stimmt. Und das kann ich alles aktuell nur so bestätigen. Und das Schöne an etwas wie Perplexity ist, im Gegensatz zu Google, brauche ich jetzt quasi nicht
selber noch dahin gehen und mir die Informationen zusammensammeln, sondern ich bekomme jetzt hier eine Zusammenfassung. Aber ich kann das Ganze natürlich jetzt auch eine Folgefrage stellen. Ich kann also mit dem Inhalt, der jetzt gefunden wurde, weiterarbeiten. Ich kann also sagen, dass ich beispielsweise jetzt eine Geschichte über mich schreiben lassen will. Das bringt mir natürlich nichts, sondern im Normalfall würde ich natürlich jetzt nach einer verdichteten Zusammenfassung fragen. Aber wie wir sehen können, dieser Kontext, der gefunden wurde, wird jetzt genommen, um das Ganze weiter zu verarbeiten. Und wir können das Ganze auch einmal ausprobieren, nämlich wenn man nach Unternehmen sucht. Wir können jetzt mal ein Unternehmen aus der Region nehmen, zum Beispiel das Unternehmen Klaas in Hazewinkel. Und da finde ich es das Schöne, es werden einem dann in wenigen Absätzen relativ viele Informationen ausgegeben. Die ganzen Informationen werden auch mit Quellen hinterlegt. Das ist das, wo ich sage, gerade bei Themen, mit denen ich mich persönlich noch nicht so gut auskenne, muss man immer in die Quellen selber gehen und auch schauen, ob das alles auch wirklich so korrekt dargestellt wurde. Wenn wir Zuschauer von Klaas haben, die können ja gerne mal berichten, ob das alles hier so stimmt, was hier ausgegeben wird. Ich weiß auf jeden Fall, dass Klaas die Xerion Traktor-Reihe entwickelt. Das passt also, aber im Detail müsste ich das Ganze natürlich auch überprüfen. Aber das geht dadurch insofern einfach, weil hinter jedem Absatz tatsächlich die entsprechende Quelle angegeben ist. Hier wird viel einfach aus Wikipedia entnommen. Das heißt, in dem Fall würde mir wahrscheinlich der Wikipedia-Artikel ähnlich viel Informationen bieten, aber wir können auch mal schauen, wo andere Quellen angegeben sind, nämlich hier diese weiteren Quellen, die gefunden worden sind, die Firmengeschichte auf der Firmenwebseite. Das Ganze wird auch mitgegeben, wobei, so wie es aussieht, entspricht das meiste tatsächlich jetzt hier in dem Fall, kommt das meiste aus dem Wikipedia-Artikel. Eines der Produkte, die ich nutze, ChatGPT, bietet das Ganze auch und da funktioniert das in zweierlei Hinsicht. Wir haben einmal die Möglichkeit, eine ganz normale Websuche zu machen, aber wir haben jetzt auch seit einiger Zeit die Funktion Deep Research und das Ganze funktioniert dann nochmal etwas anders. Zum Beispiel kann ich jetzt eine Suche starten über das Model Context Protocol, das ich ja in einem unserer vergangenen Videos einmal erläutert habe, und ich möchte hier dran einmal darstellen, wie das Ganze in diesem Deep Research Modus funktioniert. Nämlich, das Modell fragt mich jetzt erstmal noch zurück, um sicherzustellen, dass auch die richtige Recherche anstoßen will, und fragt jetzt, ob ich dieses Protokoll meine. Dann sage ich einfach mal ja. Und dann schauen wir uns an, ob jetzt noch eine weitere Frage sagt. Er sagt jetzt, ja, er wird anfangen, Informationen zu suchen. Und er macht sich jetzt tatsächlich sozusagen an die Arbeit. Das Ganze ist also schon eine Art von Agent, wie ich es auch in einem unserer vorhergehenden Videos vorgestellt habe. Nämlich, das Modell fängt jetzt an, die Aufgabe in kleinere Schritte zu zerlegen, nach bestimmten Quellen zu suchen, diese Quellen dann zusammenzufassen und erstellt mir jetzt innerhalb dieser Zeit einen entsprechenden Bericht. Und wir können das Ganze auch einfach mal gegentesten. Ich gebe das Ganze jetzt einmal hier, lasse ich das laufen in ChatGPT. Dann lasse ich hier eine Suche in Perplexity laufen. Das Ganze kann man hier auch jetzt mit einem sogenannten Deep Research Modus machen. Und parallel dazu gehe ich noch zu Grok. Der hat auch so ein sogenanntes Deep Search Modus. Und wir können uns das einmal anschauen, wie diese verschiedenen Modelle das Ganze dann entsprechend ausgeben. Und das ist auch tatsächlich ein Beispiel dafür, wie ich diese Systeme einsetze. Nämlich, ich benutze nicht ein System und bleibe dabei, sondern ich wechsle sehr häufig zwischen verschiedenen Systemen und nutze die abhängig davon, was ich erreichen will. Auch gerade parallele Anfragen eignen sich natürlich dazu, um einzuschätzen, welches Modell welche Dinge besonders gut kann oder eben nicht kann. Und das Ganze ist tatsächlich sehr praktisch, weil viele dieser Systeme entweder kostenfrei sogar zur Verfügung stehen oder über ein vergleichsweise geringes Monatsabo dann eingekauft werden können. Wir sehen hier jetzt bei der Grok-Ausgabe beispielsweise, er hat zumindest richtig festgestellt, um was es sich handelt, also was meine Anfrage war, nämlich dieses Model Context Protocol, was KI mit entsprechenden Tools verbinden soll. Und wir bekommen hier einen relativ ausführlichen Artikel dargelegt. Auch hier können wir sehen, wir haben die Quellenangaben direkt im Text. Wir bekommen auch in Teilen eine Gegenüberstellung dargestellt und die Quellen werden dann nochmal am Ende eingegeben. Wir springen einmal zurück zu Perplexity. Der ist immer noch am Arbeiten und auch ChatGPT ist immer noch am Arbeiten. Wir sehen also, das Ganze kann auch tatsächlich einige Zeit in Anspruch nehmen. Erstmal natürlich ein gutes Zeichen, weil wir dann
natürlich als Menschen davon ausgehen, dass besonders viele Quellen untersucht wurden und dann auch möglichst qualitative Quellen angegeben werden, wobei das tatsächlich ein Aspekt ist, den wir selber überprüfen müssen. Nämlich, sind das sinnvolle Quellen? Das ist die Anbieter arbeiten natürlich daran, möglichst hochqualitative Quellen mit angeben zu können. Und auch hier sehen wir, wir bekommen im Prinzip einen relativ ausführlichen Text über diesen Standard. Und hier wird beispielsweise auch dieser schöne Vergleich zu USB-C gezogen, also MCP als Vergleich zum USB-C-Standard, also der mittlerweile fast Standardschnittstelle, die alle elektronischen Geräte aufweisen. Das Ganze führt natürlich dazu, dass ich jetzt viel, viel schneller Informationen erhalte über Dinge, die ich gerade für meine Arbeit benötige. Und meine Empfehlung wäre hier, dass wir uns diese Tools zunutze machen, immer dann, wenn wir wirklich in kürzester Zeit Informationen benötigen. Natürlich verschiebt sich die Arbeit ein Stück weit. Früher haben wir diese Quellen selber zusammengesucht und haben währenddessen quasi schon gute und von schlechten Quellen getrennt. Jetzt verlagert sich das Ganze ein bisschen. Ich bekomme die Informationen bereitgestellt und muss dann die Quellen überprüfen. Aber am Ende wird es wahrscheinlich so sein, dass ich deutlich schneller das schaffe, als ich es bisher geschafft habe. Und viel wichtiger noch, ich würde behaupten, dass man auf Quellen stößt, die man früher vielleicht selber nicht gefunden hätte. Wobei man natürlich dazu sagen muss, diese Modelle haben nicht Zugriff auf alle Inhalte im Internet, also insbesondere auf Artikel, die hinter einer Paywall sind beispielsweise, haben die nicht immer Zugriff und gegebenenfalls müssen wir da dann immer noch schauen, was wir vielleicht als Unternehmen auch noch an zusätzlichen Quellen nutzen können. Ja, wir sehen hier auch jetzt die Ausgabe von ChatGPT. Auch hier, die Quellen sind alle im Text enthalten. Wir bekommen eine Zusammenfassung. Wir sehen also die Ausgabe auf den ersten Blick sehr ähnlich. Im Detail müsste man sich das anschauen. Das, was ich von Berichten auch mitbekommen habe, die Leute, die diese Deep Research-Funktion von ChatGPT genutzt haben, das hat im Großen und Ganzen ein sehr positives Feedback erzeugt, insbesondere auch in der Wissenschaftscommunity, wo natürlich das ganze Thema Informationsrecherche wirklich auch einen Kern der Arbeit darstellt. Aber grundsätzlich würde ich behaupten, dass in der Arbeit von vielen Leuten, auch in unserem Partnerunternehmen beispielsweise, da ist das Thema Informationsrecherche natürlich ein sehr wichtiger Aspekt. Und diese Tools werden auf jeden Fall eine sehr, sehr gute Unterstützung anbieten. Ja, wofür nutze ich diese Systeme noch? Ich springe einmal zu einem weiteren Lieblingsthema, nämlich den Aspekt der Bildgenerierung und auch Videogenerierung. Und zwar nutze ich das Ganze aktuell insbesondere, um unseren neuen Podcast Autotime zu bewerben. Da haben wir bei jeder Folge ein Gedankenexperiment vorneweg geschaltet, das eine Zukunftsvision darstellt, die auf einer bestimmten technologischen Stoßrichtung basiert. Und wir können uns das einmal anschauen, wie das dann aussieht. Das ist jetzt also ein Video, was tatsächlich vollständig KI generiert ist. Und in dem Fall habe ich tatsächlich ein Text-to-Video-Modell eingesetzt. Diese einzelnen Clips sind also tatsächlich von der KI erzeugt. Und ich habe mir den Textprompt dabei auch nicht komplett alleine überlegt, sondern ich nutze da natürlich auch wieder KI, um diese Bildbeschreibung möglichst anzureichern und möglichst ausführlich zu gestalten, weil das tatsächlich ein Aspekt ist, der dazu führt, dass die Ausgabequalität besser ist. Und hier können wir einmal schauen, wie wir das Ganze dann umsetzen können. Wir lassen uns im Prinzip Vorschläge generieren von ChatGPT für einzelne Szenen innerhalb dieses Gedankenexperimentes. Und das kann ich dann natürlich nach Belieben anpassen und so entsprechend umformulieren, dass es auch für ein solches Text-to-Video-Modell beispielsweise funktioniert oder aber für ein Text-to-Image-Modell. Und dann nehme ich das Bild, was erzeugt wurde, als Input für ein Image-to-Video-Modell. Und hier im Hintergrund läuft auch gerade schon ein Beispiel durch. Das wird noch einige Zeit in Anspruch nehmen, bis das durch ist. Hier wollte ich einmal unsere KI-Assistentin Genie animieren über ein aktuelles Image-to-Video-Modell, was tatsächlich frei verfügbar ist, auch mit einer entsprechenden Open-Source-Lizenz ausgestattet ist, sodass man das auch für kommerzielle Zwecke tatsächlich einsetzen kann. Das Ganze können wir uns auch einmal anschauen auf der OpenAI-eigenen Plattform Sora, was auch ein Text-to-Video bzw. Image-to-Video-Modell ist. Und Sora versucht das Ganze tatsächlich auch schon alles über eine Plattform abzubilden. Und man hat tatsächlich hier auch integriert schon die Möglichkeit, solche Storyboards zu erzeugen. Das heißt, ich kann hier im Prinzip
die Beschreibung von einer Szene eingeben und mir das hier auch direkt anreichern lassen. Ich habe das Ganze auch schon ausgetestet. Die Qualität, die dabei entsteht, ist in Teilen sehr gut. In anderen Teilen funktioniert das Ganze noch nicht so gut. Aber auch hier hat man direkt einen Button, wo man beispielsweise das Ganze dann nochmal umschreiben lassen kann, um das dann in ein Video umzuwandeln. Und man hat hier direkt die Möglichkeit, weitere Szenen zu ergänzen. Ich könnte das jetzt einmal tun, indem ich hier eine zweite Szene dran flansche sozusagen, die mal umschreiben lasse. Und wir machen noch eine dritte und dann belassen wir das auch dabei und geben das Ganze mal in Auftrag. Das Problem bei Sora ist zumindest bei mir so, ich hatte jetzt vermehrt das Problem, dass er bestimmte Dinge nicht umsetzen wollte, weil er meinte, das würde gegen irgendwelche Policies verstoßen, obwohl ich im Prinzip einfach nur diese Zukunftsvision versucht habe, in Videos umzusetzen. Und das Ganze funktioniert also mal mehr oder weniger gut. Wir können hier sehen, hier sind einige Dinge gescheitert und es wird dann angezeigt, dass man hier irgendwo eine Guideline verletzt hat. Das ist, glaube ich, auch gar nicht ersichtlich, an welcher Stelle das jetzt hier passiert ist. Aber wir können hier einmal reinschauen. Solche Videos können dann erzeugt werden. Das Ganze funktioniert natürlich nur, wenn man den kostenpflichtigen Plan von OpenAI hat. Die Qualität ist für solche kurzen Videos tatsächlich erstaunlich gut. Hängt natürlich auch ab davon, ob man jetzt ein gutes Quellbild eingibt oder nicht. Aber das ist tatsächlich ein Aspekt, wie ich solche Modelle einsetze, um dann diese kurzen Gedankenexperimente mit Videobildern anzureichern. So, und hier sehen wir das fertige Ergebnis. Das Ganze ist leider nicht fotorealistisch geworden, sondern wird in so einem Animationsstil hier erzeugt. Aber wie wir sehen können, es ist ein kurzes Video. 3 Kinder, die umherhüpfen. Und das Ganze ist natürlich, wenn wir ehrlich sind, beeindruckend, dass wir durch die Eingabe von Text jetzt in der Lage sind, Videosequenzen zu erzeugen. Ich finde es lustig, darüber nachzudenken, dass wir uns sehr schnell an diese Technologien gewöhnen. Wenn man vor 3 Jahren jemandem all diese Möglichkeiten gezeigt hätte, dann wären wir wahrscheinlich aus allen Wolken gefallen. Und jetzt ist das in vielen Bereichen so Alltagsstandard geworden, dass wir diese Dinge tatsächlich fast auf Knopfdruck umsetzen können. Ja, und ein Aspekt, den ich noch zeigen möchte, ist grundsätzlich das Thema der Datenextraktion oder Datenübersetzung. Also in der Vergangenheit, wenn ich Daten von einem Format in ein anderes Format übersetzen wollte, dann musste man sich entweder eine eigene Automatisierung, ein eigenes Programm schreiben oder spezifische Programme einsetzen. Gerade wenn man häufig mit verschiedenartigen Daten zu tun hat, die man nur alle paar Monate vielleicht mal von A nach B übertragen muss, das aber ein zeitaufwendiger Prozess ist, eignen sich diese Tools, diese LLMs auch aus meiner Sicht sehr gut. Ja, wir nehmen uns hier mal ein Beispiel. Und zwar haben wir hier ein aktuelles Video aus unserem YouTube-Kanal und ich kopiere mir einmal das gesamte Transkript, die Sprache, die in Schrift umgewandelt wurde. Das ist jetzt in dem Fall automatisch generiert. Und wir probieren mal aus, was wir mit diesem Transkript jetzt beispielsweise umsetzen können, wenn es in Richtung der Datentransformation geht. So, probieren wir mal aus, uns alle in dem Text genannten Unternehmen zu extrahieren. Und das ist tatsächlich schon aus meiner Sicht beeindruckend. Böllhoff, ja. Samsung müsste man schauen. Ich glaube, es wurde tatsächlich erwähnt durch das Leak von Samsung. Damals gab es ja einen Vorfall, wo angeblich geheime Entwicklungsinformationen darüber geleakt worden sind, dass ein KI-Bot eingesetzt wurde. Und das Ganze finde ich spannend, weil wir uns das jetzt in verschiedene Formate überführen lassen können. Wenn wir jetzt uns vorstellen, ich muss das Ganze jetzt irgendwo in eine bestimmte Form übertragen, weil ich das in eine Eingabemaske eingeben muss, dann kann das LLM das sehr gut transformieren. Wenn wir jetzt beispielsweise das Ganze durch ein Semikolon getrennt aneinandergereiht haben wollten. Und dann funktioniert das tatsächlich einfach. Und natürlich muss man auch hier immer schauen, okay, sind die Informationen denn jetzt noch richtig? Aber gerade für so wirklich relativ einfache Dinge, die augenscheinlich einfach sind, aber die im realen Alltag teilweise mühselig und zeitaufwendig sind, wenn wir uns jetzt vorstellen, natürlich für hier 10 Unternehmen oder wie viele das jetzt auch immer sind, ist das natürlich von Hand extrem schnell gemacht. Aber wenn wir es jetzt mit einer langen Liste von Unternehmen zu tun hätten oder beispielsweise auch Anschriften etc., dann kann so etwas natürlich genutzt werden. Vorausgesetzt natürlich, dass man auch hier die gesetzlichen Rahmenbedingungen wie DSGVO beachtet. Und unter auch ein Grund, warum natürlich es sich anbietet, dass jedes Unternehmen eine Lösung für die eigenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bereitstellt. Weil genau solche Kleinigkeiten, die einfach
dann plötzlich möglich werden, ohne dass ich jetzt eine Programmiersprache lernen muss, ohne dass ich mir wirklich großartig Gedanken darüber machen muss, wie es funktioniert. Das kann im Arbeitsalltag tatsächlich schon sehr vieles erleichtern. Und natürlich, wenn wir jetzt noch einen Schritt weiter gehen, und das ist auch das, wofür ich tatsächlich intern und extern werbe, natürlich, wenn man neugierig genug ist und wenn man über die notwendige Motivation verfügt, dann kann man natürlich auch anfangen, sich komplexere Dinge zu automatisieren, nämlich indem man beispielsweise den Chatbot bittet, ein Automatisierungsskript in Python zu schreiben. Das ist etwas, was ich regelmäßig tue, wo ich tatsächlich sehr viele Dinge nach und nach automatisiere, die lästig sind. Und das ist tatsächlich fast der größte Punkt, den ich aktuell sehe bei diesen LLMs, vorausgesetzt, man möchte etwas lernen und nimmt das Ganze nicht nur als Copy-Paste-Vorlage, sondern ist sich darüber auch im Klaren, dass das nicht immer alles hundertprozentig korrekt ist und dass man idealerweise auch verstehen sollte, was da passiert. Dann ist das ein extrem mächtiges Werkzeug, um sehr schnell und sehr viel damit auch zu lernen. Ja, und ein letztes Beispiel, was ich auch noch zeigen möchte, ist das Thema der Diagrammerstellung. Und zwar gibt es einen Standard, der nennt sich Mermaid Diagrams. Da beschreibt man programmatisch bestimmte Diagramme. So, wir haben jetzt in dem Beispiel nach einem Code gefragt, in dem dargestellt werden soll, wie in Deutschland Steuern gezahlt werden. Und das Ganze wird jetzt vom Chatbot vorbereitet und gleich schauen wir uns an, ob da auch tatsächlich was Nutzbares bei rumgekommen ist. Und wir sehen, das Ganze entspricht hier so einer Art Code, die wir hier ausgegeben bekommen. Und ich nutze dafür beispielsweise Excalidraw. Excalidraw, das ist ein Open-Source Canvas-Tool, in dem man sehr einfach Diagramme erstellen kann. Das kann man tatsächlich auch lokal, zum Beispiel über einen Docker-Container auf seinem Rechner betreiben. Das ist aber auch über excalidraw.com abrufbar und läuft dann tatsächlich auch auf dem eigenen Rechner. Und hier haben wir die Funktion, dass wir ein Mermaid-Diagramm uns quasi aus diesem Code jetzt erzeugen lassen können und wir können uns das einmal anschauen. Ich habe jetzt also auf Knopfdruck ein Diagramm und da werden diese Abläufe dargestellt. Ob das Ganze jetzt alles korrekt ist, müsste man natürlich sich anschauen, aber zumindest optisch sieht das Ganze schon extrem sprechend aus. Und das hat den Vorteil, ich starte nicht auf der grünen Wiese, sondern ich habe einen Entwurf, an dem ich jetzt weiterarbeiten kann. Und natürlich, wie das so bei der Chat-Interaktion ist, ich muss ja jetzt nicht selber immer ins Diagramm gehen, sondern ich kann dem Chatbot sagen, was er da ändern kann. Und denken wir uns mal ein Quatschbeispiel aus, wie er das anpassen kann. Und dann würde er entsprechend diesen Programmiercode nochmal ausgeben und wir können uns gleich mal anschauen, ob das dann entsprechend auch so übernommen wurde. Und das finde ich ist tatsächlich ein sehr schönes Beispiel, das zeigt, wie viel Macht in so einem textuellen Vorgehen tatsächlich stecken kann. Also alles, was wir in irgendeiner Art und Weise durch eine textuelle Beschreibung ausdrücken können. Und das muss nicht nur dieser Mermaid-Code sein, es kann sogar bis hin zu 3D-Geometrien gehen. Nämlich gibt es zum Beispiel OpenSCAD. Das ist auch ein CAD-Tool, in dem man über solchen Programmcode 3D-Geometrien beschreiben kann. Und auch das beherrschen diese Tools, zumindest für einfache Geometrien, schon relativ gut. So, dann schauen wir uns einmal an. Lokführer angestellt und Clown selbstständig, so wie ich es gefragt habe. Das wurde hier entsprechend ersetzt und der Rest scheint unverändert zu sein. Genau, das ist im Prinzip jetzt nur ein Beispiel. Man kann sich das Ganze natürlich mit beliebigen Beispielen überlegen und das Schöne ist, dieser Mermaid-Standard, der ermöglicht sehr viele verschiedene Sachen. Also wir haben zum Beispiel die Möglichkeit, Flowcharts zu erstellen, wie wir es gerade gesehen haben, aber auch Sequenzdiagramme, die insbesondere für den Ablauf von Interaktionen in zum Beispiel Prozessen oder in Programmen genutzt werden. Sehr gut nutzbar, Klassendiagramme etc. etc. Das Ganze ist also ein sehr mächtiges Werkzeug und dadurch, dass sich das alles textuell beschreiben lässt, können LLMs wie ChatGPT und Co. damit schon sehr gut umgehen und man kann vielleicht das ein oder andere auch noch lernen und fängt vielleicht selber an, diese Diagramme auch rein textbasiert aufzubauen, wenn man gerne textbasiert arbeitet. Und zum Abschluss schauen wir uns mal an, was aus unserem Text-to-Video geworden ist. Und ich muss sagen, das ist schon erstaunlich gut geworden. Also das sieht doch gar nicht so schlecht aus, oder? Was meint ihr? Also ich finde, Genie ist gut getroffen. Und wenn ihr mehr von Genie hören wollt, schaltet ein bei Autotime, unserem neuen Podcast. Ja, und damit war es das für heute. Ich hoffe,
dass euch der kleine Einblick in meinen Arbeitsalltag gefallen hat. Lasst mir gerne Kommentare da, wie ihr diese Tools allgemein einsetzt. Das interessiert uns natürlich sehr, zu erfahren, wo ihr vielleicht das Riesenpotenzial seht, wo ihr vielleicht auch noch gar nicht so viele Leute kennt, die das so einsetzen wie ihr. Und lasst uns gerne auch ein Abo da von unserem Kanal. Und wir sehen uns beim nächsten Mal, wenn es heißt Inside AI.